For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein roter argentinischer Teu, Tupinambes rufescens, beziehungsweise jetzt heißen sie Salvator rufescens heißen sie jetzt. Adultes Weibchen, ne? Ein Weibchen wohlgemerkt. Die Männchen werden doch einiges machsiger und wuchtiger. Ne? Die Weibchen sind auch ordentliche Brocken, wie man hier sehen kann. Haben auch ein bisschen so diese Hamsterbacken hier, ne? Die sind so typisch für die Teus, ne? Für die roten wie für die schwarzen. Hoppala. Die Männchen haben es noch ein bisschen deutlicher. Wie gesagt, die Weibchen haben das ein bisschen weniger ausgeprägt. Die sind insgesamt gleich ein wenig zarter, die Weibchen. Oder in der Regel wirklich tolle, schöne, brave Tiere, die roten Teus. Die hier ist eigentlich auch völlig gechillt, will jetzt aber aus unerfindlichen Gründen weg von hier. Ja, tolles, hübsches Tier, deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Wir wissen alle, die Terroristik hat ja ein recht hohes Suchtpotenzial. Man fängt mit einer Schlange an. Hier so klassischer Königspython bzw. Yellow Belly. Und dann macht es ja richtig Spaß, dieses Hobby. Und mit der Zeit soll halt doch noch eine andere Farbe her, ne? Vielleicht so Blue Eye Lucy hier ganz links drüben. Oder in der Mitte, das ist Champagne Super Gravel oder auch Piebald. Oder es gibt ja wirklich wunderschöne Königspythons, jede Menge verschiedene Farben. Und dann will man gern noch die und die und die. Man hat vielleicht ein schönes großes Terrarium, da sitzt der eine drin und man denkt sich, naja, da passt doch locker noch eine zweite rein oder gar eine dritte rein. Das ist unser Thema heute. Kann man das machen? Darf ich das? Vertragen sich die Tiere? Tut es gut? Da wollen wir heute drüber reden. Um es gleich vorne wegzunehmen, ein Königspython in der Natur ist immer allein. Ein Königspython will nicht zu zweit sein oder zu dritt oder irgendwas. Ihr wisst, ich war schon viel in Afrika. Wir haben schon oft irgendwelche Königspython ausgebuddelt, um zu sehen, wie die leben. Ne? Die sind ja in der Regel oder tagsüber auf jeden Fall in ihrem Unterschlupf vergraben, ne? In irgendwelchen Lagerbauten oder Termitenbauten drin. Muss man die ausgraben. Man findet immer nur ein Tier da drin. Es gibt es wirklich nie, dass da 2 oder 3 oder was weiß ich, wie viele Tiere in einem Bau drin sind. Das gibt es nicht, mit vielleicht 2 Ausnahmen. In der Paarungszeit, ne, also im Frühjahr diese 4 bis 8 Wochen, wo Paarungszeit ist, da kann es tatsächlich mal sein, dass ein Pärchen irgendwo in einem Bau drin liegt und sich verpaart. Ne? Also in der Regel ist so, die Männchen gehen auf Weibchensuche, die riechen das Weibchen, gehen rein in den Bau, paaren sich mit dem Weibchen und kriechen nach 2, 3 Tagen weiter. Da kann das sein. Und zur Schlupfzeit, ne, wenn die Weibchen inkubieren ja die Eier, liegen um das Gelege drumherum. Wenn die Eier dann schlüpfen, dauert es ein paar Tage, bis die Babys anfangen wegzukriechen. Aber auch dann fangen die alle an wegzukriechen. Ne? Also das ist nicht so, dass das Baby denkt, ach, ich bleibe jetzt noch ein paar Wochen bei der Mama oder sowas. Gibt es einfach nicht. Ne? Also so schwer vorstellbar das für uns Säugetiere ist. Es ist einfach so, die hauen alle ab. Und dann sind die wieder allein in ihrer Höhle. Das sind meine eigenen Erfahrungen, das sind die Erfahrungen von den Trappern in Afrika, mit denen ich gesprochen habe. Man wird wirklich niemand finden, der sagt, oh, da liegen mal 2, 3 Stück in der Höhle drin. Das hätten die Trapper früher, wo sie Tiere gefangen haben, für den Export zum Beispiel, hätten die sich vielleicht gewünscht, dass sie da mal mehrere in einer Höhle finden. Finden sie leider nicht, immer nur ein Tier drin. Also deswegen von der Natur aus ist der Königspython definitiv ein Einzelgänger. Jetzt haben wir aber den Fall, wie vorher angesprochen, ihr habt ein tolles, großes Terrarium, vielleicht so 1,20 Meter, 60, 60 oder womöglich noch größer, und habt da ein Tier drin und denkt euch, ach Mann, passt denn da nicht doch ein zweiter rein? Meiner Meinung nach, man kann es kompromissmäßig machen. Wie gesagt, so minimal würde ich die Tendenz immer zur Einzelhaltung geben. Aber wenn ihr, wie gesagt, so ein tolles, schönes Schauterrarium habt und sagt, na komm, 2 oder 3 Tiere in das schöne große Terrarium, dann finde ich, ist es vertretbar, kann man verantworten. Gibt dazu aber, ich würde mal sagen, 4 Regeln, die ihr einhalten solltet.
Die Regel Nummer 1 ist, ihr dürft keine unterschiedlich großen Tiere miteinander halten. Ne? Also ich habe hier so ein, das ist Banana Butter Enchi hier in meiner linken Hand. Das hier ist Albino Piebald. Der hier ist frisch geschlüpft, hat jetzt einmal gefressen. Der hier ist vom letzten Jahr. Der wiegt ungefähr 500 Gramm, der hat vielleicht 80 Gramm. Das heißt, der wiegt fast das 10-fache oder das 8-fache von dem Kleinen. Die könnt ihr nicht in ein Terrarium machen. Die stressen sich gegenseitig. Das große Tier liegt auf dem Kleinen rum. Dann sagen wieder Leute, gerade per E-Mail habe ich manchmal, ach, die mögen sich, die liegen immer beieinander. Ich würde sagen, die liegen beieinander, weil sie die gleiche Stelle mögen, aber nicht, weil sie sich gegenseitig mögen, sondern sie mögen halt das gleiche Versteck oder die gleiche Temperaturzone in dem Moment. Das kleine Tier wird immer Stress haben mit so einem großen zusammen. Ne? Das steht da unter permanentem Stress, wird schlecht fressen, wird nicht gut gedeihen. Macht es bitte nicht. Ne? Also wenn ihr Tiere zusammenhaltet, dann müssen sie ungefähr gleich groß sein. Ich würde mal sagen, so 10–20% Differenz vom Gewicht. Ne? Der hier, wie gesagt, wenn der so 500 Gramm hat, so ein Tier mit 600 Gramm dazu oder mit 400 Gramm, das ist okay, aber nicht querbeet von der Größe her. Glaubt mir das, stressen sie sich gegenseitig, beziehungsweise in der Regel das kleinste Tier oder das kleinere wird gestresst und gedeiht nicht gut. Zweite Regel, das hier ist ein Banana, wie wir wissen, die meisten Bananas sind Männchen, dann darf das zweite Tier kein Männchen sein. Ich habe vorher in der Natur angesprochen, Paarungszeit liegen sie auch mal als Pärchen zusammen. Was es in der Natur definitiv nicht gibt, dass zwei Männer zusammen sind. Ne? Männer sind in der Natur Rivalen, die gehen sich aus dem Weg, beziehungsweise ein Männchen will irgendwelche Weibchen bepaaren und wenn dann ein anderes Männchen kommt, ist das andere Männchen einfach ein Rivale für ihn. Deswegen wären die nie zusammen. Im Terrarium können sie sich nicht aus dem Weg gehen. Ne? Wenn wir, wie gesagt, so ein 1,20 Meter Terrarium haben, ihr die beide einsperrt, dann sind die da auf Gedeih und Verderb aneinander ausgeliefert. Selbst wenn ihr nicht viel seht, ne? Also es gibt dann Leute, die sagen, ich habe zwei Männchen schon 10 Jahre zusammen, das funktioniert ganz gut. Es gibt auch immer die Ausnahmen von der Regel, beziehungsweise man kann auch schlechte Dinge tun, die dann trotzdem einigermaßen funktionieren. Aber glaubt mir, in der Natur wären die nie zusammen. Sie werden sich gegenseitig permanent stressen, so, also ich sag mal unterschwellig stressen, wird sich aufs Füttern auswirken. Stress selber macht krank, ne? Selbst wenn es 10 Jahre gut geht, nach dem 11., 12. oder vielleicht 15. Jahr wird doch mal eins von beiden Tieren krank werden, weil sie so einen permanenten Dauerstress haben. Ja? Also wenn ihr Tiere zusammenhaltet, wie gesagt, 2 oder 3 Stück in einem Terrarium, dann achtet auf das Geschlechterverhältnis, ein Männchen, ein Weibchen oder ein Männchen, 2 Weibchen oder ihr könnt auch 2 Weibchen oder 3 Weibchen zusammenhalten, aber bitte nicht 2 Männer. Dann das Thema Verstecke. Wenn ihr mehrere Tiere zusammenhaltet, bietet bitte pro Tier mindestens ein Versteck an. Meiner Meinung nach bei Königspütern ganz wichtig diese geschlossenen Verstecke, ne? Entweder diese Magnetboxen hier mit Deckel, wo die Tiere von oben reingehen können, oder einiges primitiver, aber auch zweckdienlich. Wir haben jetzt für diese schwarzen Boxen haben wir Deckel gemacht, kann man dann auch zumachen. Könnt ihr dann, egal so rum oder so rum reinstellen, können die Tiere hier reinkriechen. Also gute geschlossene Verstecke, pro Tier ein Versteck. Je nach, weiß nicht, ob das Sinn macht, das eins so oder vielleicht lauter gleiche Verstecke, sieht vielleicht ein wenig schöner aus, ist aber euch überlassen. Wird der Schlange wahrscheinlich auch egal sein. Trotz den verschiedenen Verstecken wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass sie doch alle in einem Versteck liegen. Ne? Hat dann auch nichts damit zu tun, dass die so gern beieinander sind, sondern dieses eine Versteck hat halt klimatisch einfach, also da geht es ja um Nuancen an Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, aber das eine Versteck hat halt einfach die perfekteste oder das perfekteste Klima, dann liegen sie wahrscheinlich trotzdem alle in ein Versteck. Trotzdem bietet mehrere an, würde ich auf jeden Fall machen, wenn ihr mehrere Tiere zusammenhaltet.
Zu guter Letzt der 4. Punkt, ich habe gesagt 4 Punkte. Beim Füttern müsst ihr natürlich aufpassen. Wenn ihr 2, 3 Tiere im Terrarium habt, könnt ihr natürlich nicht allen 3 irgendwie was hinschmeißen oder einfach 3 Mäuse ins Terrarium schmeißen. Ihr müsst die natürlich getrennt füttern. Dazu am besten die Tiere rausnehmen, in separaten Boxen füttern, ne? Jedes Tier einzeln in der Box füttern. Man kann auch hingehen, wenn man vielleicht einen schlechten Fresser hat, so als kleiner Tipp, den schlechten Fresser könnt ihr im Terrarium lassen, füttert den im Terrarium und die guten Fresser nehmt ihr raus, nehmt irgendwie einen großen Schuhkarton oder irgendwas, füttert die großen Tiere außerhalb und wenn die alle gefressen haben, alle schönen dicken Bauch haben, macht ihr sie wieder zusammen. Am Anfang ein bisschen aufpassen, dass es keine Beißereien gibt, ne? Also nicht die 2, 3 Schlangen ins Terrarium und dann tschüss, jetzt gehe ich auch was essen oder jetzt gehe ich Fernsehen gucken oder was weiß ich, sondern achtet nochmal nach dem Füttern kurz drauf. Kann sein, die Schlangen riechen dann ja nach Mäuse, kann sein, dass es nach dem Füttern vielleicht mal eine Beißerei gibt oder ein Missverständnis, ne, weil eine andere Schlange nach Maus riecht. Deswegen würde ich sagen, so 5 bis 10 Minuten aufpassen. Wenn die sich alle schön verkriechen, nichts passiert, ist alles gut, dann könnt ihr selber auch essen gehen, aber einfach noch ein paar Minuten ein Auge drauf haben. So viel zum Thema Gruppenhaltung im Terrarium von Königspythons. Wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Mein Königspython-Buch, da steht das alles drin. By the way, das Buch heißt ja Atlas der Farbmorphen, Pflege und Zucht. Manche Leute fragen mich dann immer, ob da was über die Haltung und so weiter drin steht. Ja klar, deswegen heißt es ja Pflege und Zucht. Also in dem Buch sind nicht nur die Farbmorphen drin, sondern da sind solche banalen Dinge, also in Anführungsstrich banal, wie darf ich mehrere zusammenhalten oder nicht. Das steht da alles drin. Also alles, was ich hier ich will jetzt bald mal sagen, in hunderten Reptil-TV-Folgen über Königspython erzählt, steht da auch drin. Könnt ihr alles nochmal nachlesen. Macht auch Spaß, denke ich. Und meiner Meinung nach, Terroristik und Lesen ist ganz nah beieinander, gehört zusammen. Deswegen meine Bitte an euch, besorgt euch immer gute Literatur zum Thema Terroristik. Dann seid ihr echte Profis. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.